Hallo, heute sind wir bei Melodies Kinderparadies. Ja, hier sind wir gerade aktuell bei den Großkatzen. Das hier ist Belle. Belle ist eine 4-jährige Bengalkatze. Und das da drüben ist Cäsar. Cäsar ist auch eine Bengalkatze. Lebt über Generationen auch bei uns in menschlicher Obhut. Alle Großkatzen, die Sie sehen, sind auch schon über Generationen bei uns geboren. Also wir haben Wildfänge, noch Tiere aus dem Zoo. Alle kennen diesen Umgang mit Menschen. Seit 1974 gibt es sowieso keine Wildfänge mehr. Und ja, unsere Tiere kennen das gar nicht anders. In Geldern, wo wir herkommen, haben wir ein riesiges Grundstück von 45.000 Quadratmeter, wo unsere Tiere, meine Frau, meine Kinder, wo wir komplett leben. Und ja, jetzt sind wir dieses Jahr zum ersten Mal wieder auf Tour. Alles, was unsere Tiere machen, sind natürliche Sachen. Diese Einheiten benötigen wir auch zum Beispiel, wenn der Tierarzt hier ist. Unser Tiger macht Sitz, Platz. Wir zeigen die Gäste, wie man so einen Tiger auf so eine Platte, wie er sich rechts und links hinlegt. So brauchen wir auch keinen Tiger gleich immer unter Narkose legen für eine normale tierärztliche Untersuchung. Ja, wie man sieht hier, unsere Tiger haben einen Bereich, wo die bei schlechten Wetterverhältnissen reingehen können oder auch sich zurückziehen im Innenbereich. Und bei tollem Wetter genießen die halt auch die Sonne. Kratzbäume, erhöhte Liegeflächen ist natürlich ein Muss. Das brauchen auch diese Tiere, nutzen sie auch halt sehr gerne. Cäsar, ab Platz. Belle. Belle, alle. Belle. Belle, alle. Cäsar. Hopp, Cäsar. Am Platz. Cäsar. Hier. Dicker. Ali. 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 Sehr schön. Brav, Maus. So, ich zeige Ihnen mal ungefähr diese Einheit. Für was, wie gesagt, hier diese Platten, die Belle hier. Das sind hier diese Platten, die nennen wir Positionierplatten. Oder halt auch, wie gesagt, wenn wir den Tierarzt benötigen, auch Röntgenplatten. Belle, hier ist deine Platte, geh mal hier rauf. Belle. Ja. Belle hier. Belle hier. Belle. Belle. Sehr schön. Cäsar. Cäsar, Ali. Hopp. Hier. Cäsar. Hopp, rauf. Super. So könnten wir zum Beispiel den Tiger durchröntgen, falls er irgendwas hätte mit der Tatze. Belle. Belle. Belle hier. Schlafen. Belle schlafen. Belle schlafen. Cäsar. Schlafen. Können wir halt die Platte ein bisschen verrucken und so, weil hier die Tatze, wie perfekt die auf der Platte drauf ist. Brav. Und das geht halt, weil wir täglich mit unseren Tieren zusammen sind und auch zusammen arbeiten. Man sieht, die sind ganz tiefenentspannt. Und so können wir halt in unser kleinere Gehege, da kommt unser Tierarzt her, falls mal ein Tiger irgendwas hat, können wir den halt durchröntgen. Brav. Gut gemacht. Auf. Cäsar. Belle auf. Auf. Cäsar. Sehr schön. Gut gemacht. Am Platz. Belle. Cäsar.
Sehr schön. Sie sehen, was unsere Tiere machen, sind keine unethischen Sachen. Das braucht man ganz normal für tierärztliche Untersuchungen. Bell am Platz. Am Platz. Das hier ist ein ganz normaler Bambusstock aus der Gartenabteilung. Den benötige ich eigentlich zur Fütterung. Wenn die irgendwas toll und gut gemacht haben, dann wird hier so ein kleiner Leckerli draufgesteckt, so ein kleines Stückchen Rindfleisch. Und dann kann ich die halt mit füttern. Unser Cäsar hat einen sehr großen Mund. Ich kann es auch mit der Hand machen. Du klappst nur einmal rechts und einmal links. Das wäre ein bisschen zu wenig mit dem Training. Aus dessen Grund nehmen wir diesen Bambusstock. Das ist keine Waffe. Und ja, dafür brauchen wir den eigentlich nur. Ansonsten kennen wir unsere Tiere von klein auf an. Ja, man kann diese Tiere vergleichen wie eine domestizierte Großkatze. Ich kann sie anpacken, spielen und kuscheln. Aber auch wenn dem mal nichts passt, würden sie zulangen. Wie das eine domestizierte Großkatze auch machen. Aus dessen Grund sind wir in Deutschland ausbildungspflichtig, haben einen Sachkundenachweis, haben diese Tiere mehrere Jahre studiert. Aber es gibt trotzdem keine Garantie, dass uns natürlich nie was passiert. Deswegen sollten solche Tiere halt natürlich auch nur an Menschen sein, die alle Voraussetzungen haben, um diese Tiere halten zu dürfen halt, ne? Kilo. Kira. Dieses Geräusch ist bei Großkatzen, damit fühlen die Tiere sich wohl. Ein Tiger, der kann nicht schnurren, das kann nur der Gepard oder die Hauskatze. Und ein Tiger, der sich wohl fühlt, der macht dieses Geräusch, so ein Ausatmen, so ein wie so ein bisschen, ja, wie kann man sagen, wie so ein bisschen schwierig Luft geben. Aber das ist einfach ein Wohlfühleffekt bei einem Tiger. Und Sie sehen, das haben auch gleich beide Tiger gemacht. Ja, ich glaube, die fühlen sich wohl. Jo, kuscheln, ja? Genau der Hocker dafür. Herr Kübler, wofür haben Sie eigentlich diesen Bambusstock in der Hand? Ja, dieser Bambusstock, auch von uns genannt Futterstock, da kommen immer kleine Leckerlis drauf und dann folgt der Tiger den ganz normal hinterher, wo wir den halt hinhaben möchten. Dafür bräuchten wir den. Also der ist nicht zum Verhauen? Nein, Gottes Willen. Also eigentlich nur die verlängerte Hand. Und wenn wir zum Beispiel hinten sagen, er soll hinten runtergehen, weil ein Tiger ist ja wesentlich größer als ein Hund, den können wir ja hinten nicht einfach mal so runterdrücken. Dann ticken wir den hinten an und dann geht er hinten einfach runter. Genießt du die Sonne? Machst du richtig los. Jo. Eine Mausekatz. Dieses Geräusch eben, genau. Da könnte man ja denken, dass der Tiger Asthma hat. Ja, das ist ein Wohlfühleffekt. Der Tiger gibt das ein zurück. Die Tiger können nicht schnurren wie Hauskatzen oder wie ein Gepard. Und wenn der Tiger das zurückgibt, dann weiß man, dass er sich wohlfühlt. Viele meinen auch manchmal, wenn der Tiger so ein bisschen grimmig guckt oder sowas, dass es was Aggressives ist. Nein, wenn hinten die Schwanzspitze, also die letzten 10 cm wie so eine Klapperschlange ist, dann sollte man den Abstand wesentlich vergrößern. Also das ist eine Gefahrzone. Also nur weil er mal den Mund aufmacht oder mal die Zähne zeigt, ist nichts Aggressives. Wenn er hinten die Schwanzspitze, wie schon gesagt, wie so eine Klapperschlange ist, das sieht man auch untereinander, wenn man eine Dokumentation sieht. Wenn zwei Stück untereinander kämpfen, dann geht auch hinten der Schwanz wie so eine Klapperschlange und ja, dann sollte man hier eigentlich rausgehen. Lucky, Lucky,
Hier, pst. Glücki. Guck mal hier, lecker, lecker. Glücki. So, hier. Was für einen Menschen die Schokolade ist, ist für einen Tiger die Sahne, oder wie? Ja, das ist nur zum Beispiel, wenn wir mal so einen Chip auslesen möchten oder wenn wir halt den Tiger tierärztlich untersuchen wollen, dann nehmen wir halt hier mal Sahne. Das sind Besonderheiten, also das sind keine Grundernährungsmittel für unsere Tiger. Die kriegen halt Rindfleisch, Hühnchen, Geflügel, Innereien. Ab und zu mal auch vom Jäger oder vom Förster angefahrenes Reh, weil es halt auch sehr wichtig ist, dass die Tiere halt auch mal Fell und sowas auch bekommen. Alleine schon, um ihr Darm mal sehr gut im Takt zu bekommen. Also, ne Maus? Ja, ist alle der Stock, ne? Würde es so sein, wie die Tierrechtler behaupten, dass die Tiger mit diesen Stöcken verhauen werden, ne? Dann würde der ja im Leben keine Sahne von dem Stock schlecken, richtig? Nein, also das ist völlig Blödsinn, dafür brauche ich auch keinen Stock. Also, um ein Tier Schmerz und Leid zuzufügen, dafür bräuchte ich keinen Stock. Also, das ist völliger Blödsinn. Das ist ein verlängerter Arm, den gibt es überall, den gibt es im Reitsport. Da gibt es auch eine Tuschierpeitsche und wie gesagt, man sieht ja, ich habe noch nicht mal jetzt was in der Hand. Ich brauche den halt nur, wie gesagt, rein, wenn wir Training mit denen machen. Wir sagen Sitz, Platz, damit wir halt von dieses Tier immer ein bisschen Abstand haben. Unsere Löki ist sehr lieb, sehr liebebedürftig, aber so jetzt unser Cäsar, unser größerer Kater, der ist sehr verfressen. Also der macht auch sehr oft mal den Stock kaputt, aber nicht mutwillig, einfach weil er so zu verfressen ist und einfach ruckzuck das Stück Fleisch oder ein bisschen Sahne haben möchte und aus dessen Grund gehen auch manchmal dann die Stöcker kaputt. Aus dessen Grund brauchen wir halt diese Bambusstöcke. Ne, Löki? Sollen wir mal den Chip ablegen vielleicht? Ja, das können wir auch mal machen. Das machen Sie am besten. Na, Luki? Wir können schon mal. Was fangen wir als erstes an? Na, Luki? So. Du sagst mir, ich kann mal. Wir machen am besten heute mal den drin ist. Chip. Mit dem Chip fangen wir mal an. Perfekt. Dann lesen wir heute mal den Chip aus von unserer Löki. Der Chip ist meistens auf der linken Halsseite. Jawohl. Sahne hat sie genug für Renate. Ja, ach, die brauchen wir nur ein kleines bisschen, damit die halt ein bisschen ruhig ist. Da ist er. Hast Das gefunden? ist die Luki. Ja. Ist sie das? Ja, Glück perfekt. gehabt. So, prima. So. Gut, dann können wir am besten auch noch mal gleich Lunge abhören. oder? Lunge abhören. Prima. Ich heb die hier Der vorne ein braucht- bisschen hoch, Prima. damit sie dich nicht so bücken muss. Da brauchst du noch ein bisschen Sahne, wa? Ja, damit die halt. Brave, brave Luki. Brave Luki. Bravo. Na, langsam. Langsam. Löki, langsam. Sportlerherz, die Dame. Ja? Hört sich alles bestens an. Ja, Fell sieht auch schön aus, Füße sind in Ordnung. An dem Auge können wir ja leider nichts machen. Ne? Nee, das hat die von klein auf Ja. an. Aber das gibt es auch bei Menschen, das Genau gibt es bei so, da kann Tieren. man mit leben. Die hat keine Einschränkungen. Genau so. Und das alles Ding gut. ist, ich stehe ja sogar an der Seite, wo das nicht in Ordnung ist. Ja. Also bestens. Also, wenn ich Tiger wäre, wäre ich glaube gerne auch Tiger. Ja, das glaube ich, das sagen sehr viele. Nimm mal so, ja, ein letzter Punkt und dann fertig. Was denn? Sahne, ne? Eine kleine Torte. Bravo. Bravo. So, ich verdrück mich mal. Tschüss, Löki. Vergiss
vergesst jetzt nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glockenbenachrichtigung zu aktivieren. So verpasst ihr nämlich keines unserer Videos, denn ihr bekommt immer eine Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video veröffentlichen.